Gesucht wird Joachim Malke, Ritterkreuzträger und ehemaliger Schüler des Gymnasiums Konradinum in Danzig-Langfuhr, von seinem früheren Klassenkameraden Pielenz. 20 Jahre nach dem Kriege reist ein Deutscher in die Stadt seiner Jugend, nach Danzig. Und er sieht diese Stadt, die jetzt Gdansk heißt, wie sie heute ist. Auf Schritt und Tritt begegnet dem erwachsenen Mann Pielenz die Erinnerung an seinen Schulfreund Joachim Malke, an dessen tragischem Schicksal er die Mitschuld trägt. Mit der Gegenwart verschmilzt die Vergangenheit. So wie sich niemand wieder Kinderkleider anzieht, wenn er sich an seine Kindheit erinnert, so steht auch Pielenz nicht als Gleichaltriger unter seinen Klassenkameraden, sondern er tritt als erwachsener Mann von heute in den Kreis der Jugend von damals.
Als Joachim Malke kurz nach Kriegsbeginn 14 Jahre alt wurde, konnte er weder schwimmen noch Radfahren, stand immer abseits und ließ jenen Adamsapfel vermissen, der später die Katze anlockte. Und einmal, als Malke noch nicht schwimmen konnte, lagen wir neben dem Schlagballfeld im Gras. Ich hätte zum Zahnarzt gehen sollen, aber sie ließen mich nicht, weil ich als Tickspieler schwer zu ersetzen war. Mein Zahn lärmte. Eine Katze strich diagonal durch die Wiese und wurde nicht beworfen. Malke schlief oder sah so aus. Die Katze kam übend näher. Malkes Adamsapfel fiel auf, weil er groß war, immer in Bewegung und einen Schatten warf. Des Platzverwalters schwarze Katze spannte sich zwischen mir und Malke zum Sprung. Wir bildeten ein Dreieck. Mein Zahn schwieg, trat nicht mehr auf der Stelle, denn Malkes Adamsapfel wurde der Katze zur Maus. So jung war die Katze, so beweglich Malkes Artikel. Jedenfalls sprang sie Malke an die Gurgel oder einer von uns griff die Katze und setzte sie Malke an den Hals oder ich, mit wie ohne Zahnschmerz, packte die Katze, zeigte ihr Malkes Maus. In welchem Jahr lief der Kreuzer Eritrea vom Stapel? 36. Besonderheiten? Einziger italienischer Kreuzer für Ostafrika. Wasserverdrängung? 2172. Wie viele Knoten läuft er? Brauchst nicht. Aha. Bestückung? 6,15 cm, 4,7,6. Richtig. Wie heißen die deutschen Artillerieschulschiffe? Die heißen Brummer und Bremse. Wie viele Zerstörer hat die polnische Flotte? 3. Falsch, 2. Wieso denn? Ich sage dir 3. Und ich sage dir 2. 3. Nur mit dem Unterschied, dass die Burkawitsche und die Grom 2000 Tonnen Boote waren und die Busche 1500 Tonnen Boot. Lief 33 Knoten, ferner 5 polnische Unterseeboote. Davon jetzt Wilk und Orts in England, Rispip und Senf in Schweden. Bei Kriegsanfang in Oninger Putzig, Heisternest und Hela nur noch ein veralteter ehemaliger französischer Kreuzer sowie der Minenleger Grüff, 2200 Tonnen, 300 Minen an Bord. Und 6 Minensuchboote der Tschaika-Klasse. 18 Knoten, 7,5 Buggeschütz, 4 Maschinengewehre auf Drehgrenzen. Dauer des Seekriegs in der Danziger Bucht vom 1. September bis zum 2. Oktober. Danach die Einheiten Griff, Witscher, Baltic und 3 Boote der Tschaika-Klasse. Die Nevadiasko Kodichatla ausgebrannt und gesunken. Erbeutet lediglich die restlichen 3 Boote der Tschaika-Klasse. Die Sura, die Tschaik und die Rybitwa. Eines davon beginnt, als man es von Hela noch mal im Fahrwasser abschleppt, Wasser zu machen und liegt nun vor der Badeanstalt Brösen auf Grund. Und ich sage euch, es ist die Rybitwa.
mich doch mit. Ich schaffe es bestimmt. Na schön. Der soll sich mal abstrampeln. Komm! Los, hinterher! Zeig mal, das ist ein englischer. Sieht man gleich am Material. Da gibt's eben gute Werkzeugmaschinen. Ein Sheffield. Ist das nun Kalbfleisch oder Froschschenkel? Froschschenkel natürlich, hat neulich mein Bruder aus Frankreich. Frikassee. Hast du noch nie Froschschenkel gesehen?
Gibst du mir einen Schenkel ab? Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam mementem. Contras tecam et dolentem, pentras tivet gladius. Oquam tristis et afflicta, iut illa benedicta. Mater unigeniti, quem accrebat et dolebat, per mater dum videbat, nati pönas inedibiti, quis est homo qui non plere. Malke bewies es uns und stand vom ersten Tag an ganz groß da. Aus angeschwemmtem Holz und Kork mussten wir ein Floß basteln, um das Grammophon an Land bringen zu können. Hoch, runter, auf, nieder, 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 auf, nieder.
Was hat er nur? Der hat einen Tick. Vielleicht hängt es mit dem Tod seines Vaters zusammen. Die Klamotten am Hals. Und ewig rennt er beten? Dabei glaubt er ja nicht. Da ist der viel zu sachlich für. Und das Ding am Dai und nur noch das? Vielleicht wäre aus dir so etwas wie ein Modeschöpfer geworden. Denn es war Malke, der die sogenannten Puscheln in die Welt setzte, um seinem Adamsapfel was Gutes anzutun. Malke war kein Streber, büffelte mäßig, ließ jeden abschreiben, petzte nie, entwickelte außer während der Turnstunde keinen besonderen Ehrgeiz, hatte auffallende Abscheu vor den üblichen Sauereien der Tertianer und griff ein, als Hottensonntag einmal ein Überzieher über die Türklinke der Klassentür stülpte. Klose, stark kurzsichtig, sollte eins ausgewischt werden. Jemand rief schon auf dem Korridor, er kommt. Da drückte sich Malke aus seiner Bank, machte unbeeilte Schritte und entfernte das Präservativ mit einem Butterbrotpapier von der Klinke. Setzen! Wir sprechen heute über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten, die euch offen stehen. Wenn der Krieg siegreich beendet ist, was wollt ihr denn mal werden? Hottensonntag? Apotheker. Buschmann? Lehrer. Winter? Kaufmann. Malke? Ich will Clown werden, im Zirkus auftreten und die Leute zum Lachen bringen. Zum ersten Mal die hohe Ehre, dass ein ehemaliger Schüler und Abiturient unserer Schule nach einem Besuch im Hauptquartier des Führers mit der hohen Tapferkeitsauszeichnung von der Front zurückkehrt, um zu uns zu sprechen. Bitte. Nun müsst ihr nicht denken, das geht wie bei einer Karnickeljagd. Mit drauf und los und hast du nicht gesehen. Oft wochenlang nichts. Aber als wir an den Kanal kamen, dachte ich, wenn nicht hier, dann nirgends. Und es klappte. Naja, und gleich beim ersten Einsatz kam uns ein Verband mit Jagdschutz vor die Nase. Und das Karussell, mal über, mal unter den Wolken, war perfekt. Kurvenflug. Ich versuchte, mich höher zu schrauben. Unter mir kreiseln 3 Spitfire, schirmen sich ab. Denke, es wäre doch gelacht, wenn nicht. Stoße steil von oben, hab ihn drin. Und da zeigt er auch schon Spuren. Kann meine Mühle gerade noch auf die linke Tragflächenspitze, als ich auch schon eine zweite im Gegenkurs kommende Spitfire im Visierkreis. Halte genau auf die Propellernarbe. Er oder ich? Naja, und wie ihr seht, er musste in den Bach. Ja, da dachte ich mir, nun hast du schon 2, versuch's doch mal mit der dritten. Und so weiter, wenn nur der Sprit reicht. Und da wollen sie auch schon 7 im aufgelösten Verband abschwirren. Ich, die liebe Sonne, immer schön im Rücken, pick mir einen raus und der bekommt seinen Segen. Wiederhol die Nummer, klappt auch. Zieh den Knüppel bis nach hinten zum Anschlag. Als mir der dritte in den Visierkreis kommt, schert nach unten aus, bin ihn los, muss ihn erwischt haben. Instinktiv hinterdrein, bin ihn los, Wolken, hab ihn wieder. Drück nochmal auf die Puste und da rotiert er schon im Bach. Aber auch ich bin kurz vorm Baden gehen. Wie ich die Mühle hochbekommen habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, als ich zu Hause angewackelt komme, ihr wisst ja, wir wackeln immer mit den Tragflächen. Ihr habt es bestimmt in der Wochenschau gesehen oder wisst es. Wir wackeln immer mit den Tragflächen, wenn wir was runtergeholt haben. Bekomme ein Fahrgestell nicht raus. Klemmte. Muss also meine erste Bauchlandung machen. Und später in der Kantine, ich hätte einwandfrei 6, ich habe natürlich nicht mitgezählt. War viel zu aufgeregt gewesen. War die Freude groß. Aber um 4 mussten wir noch mal hoch. Und das war genau wie früher, hier auf unserem alten Pausenhof. Denn den Sportplatz gab es damals noch nicht, als wir Handball spielten. Entweder warf ich gar kein Tor oder gleich 9. Und so war das auch an diesem Nachmittag. Zu den 6 vom Vormittag kamen noch 3 weitere. Das war mein 9. bis 17. Aber erst ein gutes halbes Jahr später, als ich meine 40 voll hatte, hat mich der Chef und
Als ich ins Führerhauptquartier kam, hatte ich meine 44 auf der Latte. Dank und Ehre jene, die nach uns kommen. Und in dieser Stunde, Wanderer, kommst du. Doch diesmal wird die Heimat und werden wir nie. Flink, zäh, hart, sauber. Sagte schon, sauber. Und wer nicht, der soll in dieser Stunde sauber bleiben. Mit Schillerworten schließen, setzet nicht Leben ein, nie wird euch gewonnen sein. Und nun an die Arbeit. Jetzt müssen schon 40 runterhauen, wenn Sie das Ding haben wollen. Ganz zu Anfang bekamen wir schon sobald zu 20. Wenn das so weitergeht... Mach doch noch mal, Schilling. Nicht nach dem Baden, morgen wieder. Kannst du das auch? Mach doch mal. Oder kannst du das nicht? Willst du nicht? Darfst du nicht? Mach doch mal. 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 Na schön, damit du nicht deine Schnauze hältst. Donnerwetter. Mess doch mal nach. Mindestens 30 Zentimeter. Übertrieben. Na, Schilling, da kannst du nicht mit. Mach mal, du mach mal. Der macht noch mal. Das soll ihm mal einer nachmachen. Diese Darbietungen hat Joachim Malke weder wiederholen noch überbieten müssen, weil keiner von uns, jedenfalls nicht nach dem Schwimmen, seinen Rekord erreichte. Denn was wir auch taten, wir trieben Sport und achteten die Regeln. Nimmst du mich mal mit runter? Nimm mich doch mal mit, wenn du tauchst. Alleine habe ich Angst. Ich möchte wetten, da ist noch ein Toter unten. Wer mir den hochbringt, der darf mal.
Nimmst du mich mit runter heute? Ich wette, da ist noch ein Toter unten. Nimm mich doch mit. Mensch, lass mich los! Lass mich doch los! Die bleiben aber lange unten. Bugraum nichts. Strömlinge. Dem Bademeister müssen wir erzählen, dass... Schilling, du musst das dem Bademeister und in der Schule. Pilenz, du kennst doch die Mutter und die Tante. Wir haben alles getan, aber es ist uns allen unverständlich. Wenn sie ihn nicht finden, müssen wir mit dem Kranz rausschwimmen und hier eine Feier. Wir legen zusammen. Entweder wir werfen ihn von hier aus über Bord oder wir versenken ihn im Vorschiff. Singen müssen wir auch. Na, habt ihr eine Rede verfasst und mich schon abgemeldet? Kann ich euch sagen, war ein richtiges Abenteuer. Eine Kabine hat der entdeckt, ganz unterm Wasser, aber trocken. Eine Funkerkabine oder sowas. Findet keiner von euch hin. Schafft gar keiner. Habe ich alles wieder hübsch getarnt. Die findet keine Sau. War aber eine Menge Arbeit. Gehört mir nun die Bude, damit ihr Bescheid wisst. Ist ganz gemütlich. Könnt sich drin verkrümeln, wenn es mal brenzlig wird. Hat noch eine Menge Technik, Sender und so weiter. Müsste man wieder in Betrieb nehmen. Mal versuchen gelegentlich. Doch das hätte Malke nie geschafft. Zudem hätte uns die Hafenpolizei oder die Marine ausgehoben, wenn Malke den Sender wieder in Betrieb genommen und Sprüche in die Luft gefunkt hätte. Vielmehr räumte er allen technischen Kram aus der Kabine, schenkte ihn Kupka, behielt nur die Kopfhörer eine gute Woche lang an den Ohren und warf sie erst über Bord, als er planmäßig begann, die Funkerkabine neu einzurichten. Lass mich doch noch mal mit runter in die Bude. Kommt nicht in Frage, da findet auch keiner mehr hin. Was wird er jetzt wohl wieder machen?
Was Dolles? Hat er wieder Halsschmerzen? Oder geht er wieder beten? Auf mir ein Wiener Fleck von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, und wenn es schlecht klingt, er weiß wer. Wir gedenken aller, die draußen stehen, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Einer von uns, aus unserer Mitte, aus dem Geist unseres Gymnasiums hervorgegangen. Und in diesem Sinne wollen wir in der Heimat aufmerksam lauschen, was ihr, Söhne unseres Volkes, von der Front, von den Fronten zu berichten wisst. Die Mannschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Denn fern der Heimat ist die Belastung der Nerven enorm. Ihr müsst euch mal vorstellen, mitten auf dem Atlantik oder im Eismeer, unser Boot, eine Sardinenbüchse, eng, feucht, heiß. Leute müssen auf den Reserveaalen schlafen. Tagelang kommt nichts auf. Leer die Kim. Dann endlich ein Geleitzug. Stark gesichert. Alles muss wie am Schnürchen. Kein Wort zu viel. Und als wir unseren ersten Tanker, die Andale, hatte 17.200 Tonnen, erst 37 fertiggestellt, mit 2 Aalen Mitschiffs, da dachte ich, ob Sie es glauben oder nicht, an Sie, lieber Oberstudiendirektor. Ich begann laut, ohne die Sprechanlage abzuschalten. Qui, que, quod, cuius, cuius, cuius. Bis mich unser L1 durch die Sprechanlage zurückrief. Sehr gut, Herr Karloy, Sie haben schulfrei heute. Aber eine Feindfahrt besteht leider nicht nur aus Angriffen. Ruhr 1, Ruhr 2, los! Tagelang die gleichmütige See. Das Rollen und Stampfen des Bootes. Darüber der Himmel. Ein Himmel zum Schwindligwerden, sage ich euch. Und Sonnenuntergänge gibt es. Bevor die atlantische Nacht wie ein aus Raben gezaubertes Tuch über uns kommt, stufen sich die Farben, wie wir sie nie zu Hause. Ein Orange steigt auf. Fleischig und wieder natürlich. Dann duftig schwerelos an den Rändern. Kostbar wie auf den Bildern alter Meister. Dazwischen zart gefiedertes Gewölk. Welch ein fremdartiges Geleucht über der blutvoll rollenden See. Sitze auf Seerohrsattel, Angriff gefahren. Füllschiff wahrscheinlich. Sinkt übers Heck. Boot in den Keller auf 110. Kommt auf in 170 Bootspeilung.
Licht bleibt aus. Endlich Notbeleuchtung. Neuer Kurs, 45 Grad. Die ersten Möwen künden den Hafen an. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass unser hoher Gast heute bei uns ist und selbst diese Turnstunde leitet. In diesem Sinne, Herr Kapitän Leutnant. Unterwasser-Elektromotoren, geräuscharm. Überwasserdiesel 250 Tonnen Boote. Moment mal, Jungs. Bin gleich wieder da. Wer war das? Soll sich melden! Soll sich sofort melden! Kann nur Buschmann gewesen sein. Wo ist es? Hör auf zu grinsen! Grenze nicht! Ich werde dir das Grenzen noch austreiben! Aber auch nicht zu streng nehmen. Das lässt sich ersetzen. Ist ja nicht die Welt der Oberstudiendirektor. Dummer Jungenstreich. Möchte zwar wetten, dass Buschmann es nicht gewesen ist, aber hat denn schon jemand Buschmanns Klamotten durchsucht? Und die anderen?
zu albern. Ich habe nicht vor, mir meinen Urlaub von ein paar schlecht erzogenen Stinden vermiesen zu lassen. Wir saßen zusammen in der Turnhalle. Karl hat uns was vorgeturnt. Gingen wir zurück in den Umkleiderraum. Karl guckt, Ritterkreuz ist weg. Wurde furchtbar wütend, wurden alle durchsucht. Gefunden haben sie nichts. Klar doch, nur Malke, wer sonst? Toller Bursche. Wie sind das genau gewesen? Wer sonst als Malke? Klar doch. Der große Malke. Nur ich war mit ihm so gut wie befreundet. Wenn man mit Malke befreundet sein konnte. Gab mir jedenfalls Mühe. Lief von ganz alleine neben ihm und seinen wechselnden Attributen. Wenn Malke gesagt hätte, mach das und das, ich hätte das und noch mehr gemacht. Malke sagte aber nichts, ließ sich wort- und zeichenlos gefallen, wenn ich ihm nachlief. Und als er die Puscheln als Mode einführte, war ich der Erste, der die Mode mitmachte und Puscheln am Hals trug auch eine Zeit lang, aber nur zu Hause, einen Schraubenzieher am Schnürsenkel. Und hätte Malke nach der Rede des U-Boot-Kommandanten zu mir gesagt, Pielenz, klau ihm das Ding mit dem Drüssel. Ich hätte das Ding mit dem schwarz-weiß-roten Band vom Haken gelangt und für dich aufgehoben. Aber Malke sorgte für sich selber. Na, Pielenz? Ganz schöner Apparat, was? Toll. Lass mal anfassen. Hat 1813 der alte Schinkel entworfen. Ehrlich verdient, oder? Hab mir gleich gedacht, dass du das Ding gedreht hast. Nix gedreht. Ist mir gestern verliehen worden. Weil ich aus dem Geleitzug der Murmansk-Flotte 5 Pötte und obendrein einen Kreuzer der Southampton-Klasse abgeknallt habe.
Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Schlachtschiff Tuller mit 80.000 Mutterregistertonnen mit Schiffsangebot. Klose! Hat das in der Hose? Nein. Erhielt wegen mustergültigen Führens des Konradinums einen Orden an die Hose. Denn wir fahren gegen England. Bum, bum. Denn wer Malke trägt den Schwengel lang. Für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Und wenn du vorhast, das Ding zu behalten, verstaus am besten unten in deinem Kabuff im Brückendeck, so zwischen Schneeeule und Grammophon. Ich habe vor, die Nachmittagsruhe unseres sehr verehrten Herrn Direktors zu stören. Setzen. Unerhörtes hat sich zugetragen. Und das in schicksalhaften Zeiten, da wir alle zusammenhalten müssten. Der Betreffende ist bereits von der Anstalt entfernt worden. Man hat davon abgesehen, andere Instanzen, etwa die Gebietsführung, zu benachrichtigen. Allen Schülern wird nahegelegt, mannhaftes Schweigen walten zu lassen und im Sinne der Schule würdeloses Verhalten wettzumachen. Dies ist der Wunsch eines ehemaligen Schülers, des Kapitänleutnants zur See und U-Boot-Kommandanten, Träger des Ritterkreuzes. Aber auch während der großen Ferien blieb er verschollen. Ein Sommer ohne Malke. Denn es hieß, er hätte sich in ein Wehrertüchtigungslager mit der Möglichkeit vormilitärischer Funkerausbildung gemeldet. Wir übriggebliebenen hockten dennoch ab und zu, aber lustlos auf dem Kahn. Hottensonntag versuchte vergeblich, den Zugang zur Funkerkabine zu finden. Tuller fehlte auf dem Kahn, blieb in der Badeanstalt, hatte aber mit Hottensonntag Schluss gemacht. Zwar war ich zweimal mit ihr im Kino, hatte aber dennoch kein Glück. Ins Kino ging sie mit jedem. Noch heute schmeckt mir der besagte Sommer flau, weil Malke fehlte. Kein Sommer ohne Malke. Tag, Malke. Hab mich übrigens freiwillig gemeldet. Schüttel über mich selber den Kopf. Weißt du, wie wenig ich davon halte? Militär, Kriegsspielen und diese Überbetonung des Soldatischen. Rat mal zu welcher Gattung? Keine Spur. Mit der Luftwaffe ist doch schon lange nichts mehr los. Dass ich nicht lache, Fallschirmjäger. Du sag bloß noch, ich will zu den U-Booten. Na also endlich. Das ist die einzige Gattung, die noch Chancen in sich hat. Obgleich ich mir kindisch vorkommen werde in solch einem Ding und ich viel über was Zweckmäßiges tät oder was Komisches. Du weißt ja, ich wollte mal Clown werden. Was einem als Junge nicht alles einfällt. Dabei finde ich den Beruf heute noch ganz passabel. Sonst geht's mir so lala. Oh, Penne ist Penne. Was man früher für Quatsch gemacht hat, erinnerst du dich? Ich konnte mich einfach nicht an das Ding da gewöhnen. Dachte, das wäre so eine Art Krankheit. Dabei ist das vollkommen normal. Kenne Leute oder hab welche gesehen. Die haben noch viel größere, ohne sich groß aufzuregen. Fing damals mit der Katzengeschichte an. Weißt du noch? Wir lagen auf dem Heinrich-Ehlers-Platz. Lief wohl gerade ein Schlagballturnier. Ich schlief oder drusselte vor mich hin und das graue Biest oder war es schwarz sah meinen Hals und sprang. Oder einer von euch? Schilling, glaube ich. Wem zuzutrauen? Nahm die Katze. Na, schwamm drüber. Nein, auf dem Kahn war ich nicht mehr. Störtebecker? Hab davon gehört. Soller.
Hab den Kahn ja nicht gepachtet, oder? Tag, Frau Malke. Ich wollte mich mal nach Joachim erkundigen. Dem Jungen geht nur besser, wenn er auch gerade nicht von Bessergehen schreibt. Eingesetzt haben sie ihn jedoch bei der Panzer. Da wird er nur wohl geschützter sein als bei der Infanterie. Auch bei Regenwetter. Dabei hätte er als Kind nie gezeichnet. Nur wenn er in der Schule mit Tusche hätte malen gemisst. Nun lesen Sie, Mann. Tag, Panzergrenadier Malke. Warte hier auf Klose. Gibt irgendwo Mathematik? Ja, der wird sich freuen. Will wegen des Vortrages mit ihm sprechen. Warst schon in der Aula? Mein Vortrag ist ausgearbeitet, Wort für Wort. Hast die Putzfrauen gesehen? Die seifen schon die Stühle ab. Werde nachher mit Klose kurz hineinschauen und die Anordnung der Stühle auf dem Podest besprechen. Grünzeug brauchen wir ja auch noch. Der wird sich freuen. Werde mich dafür einsetzen, dass der Vortrag nur für Schüler von der Untertertian aufwärts gehalten werden soll. Weiß Klose, dass du hier wartest? Fräulein Erfing hat es ihm gemeldet. Na, der wird sich freuen. Werde einen sehr kurzen, aber konzentrierten Vortrag halten. Ja, sag mal, wie kam das eigentlich so schnell mit deinem, Aber mein lieber Pielens, Geduld! In meinem Vortrag werden so ziemlich alle Probleme, die mit der Verleihung zusammenhängen, berührt und behandelt werden. Na, da wird sich Klose aber freuen. Ich werde ihn ersuchen, mich weder einzuführen noch vorzustellen. Der PD kann den Vortrag ankündigen und damit basta. Na, der wird sich bestimmt... Na, und dein Vater, wenn der noch leben würde, der würde sich bestimmt sehr... Na sehen Sie, Malke, nur haben Sie es doch noch geschafft. Waren Sie eigentlich schon in der Horst-Wessel-Oberschule? Deren Schüler Sie ja doch schließlich dann waren, nicht wahr? Mein werter Kollege,
Herr Studiendirektor Dr. Wendt wird sich sehr freuen. Darf ich Sie einen Moment in mein Zimmer bitten? Wahrscheinlich und nach menschlichem Ermessen haben Sie recht, Herr Oberstudiendirektor. Aber könnte man nicht in Anbetracht, ich meine, in diesem besonderen Fall, einerseits verstehe ich Sie vollkommen, der unumstößliche Faktor, die Ordnung der Anstalt. Nichts lässt sich ungeschehen machen. Andererseits, und weil er seinen Vater verloren hat, ist ja auch die Welt nicht. Mach dir doch nichts draus. Wirst den Vortrag woanders halten. Es gibt genug Leute, die sich dafür interessieren. Unser Jungbahnführer zum Beispiel. Wir mieten den Saal, 300 Plätze. Oder Hochwürden Gosetzky kann helfen. Der organisiert uns was. Katholische Arbeiter und so. Oder Tulla, die hat so einen Verein, eine ganze Menge Jungs, die haben einen Keller. Die würden sich ganz bestimmt sehr freuen. Die würden sich ganz bestimmt sehr für deinen Vortrag interessieren. Soll ich mich gleich mal kümmern? Oder willst du nicht? Was willst du eigentlich? Mach keinen Quatsch. Du siehst doch, dass du nicht durchkommst. Die paar Tage Urlaub, die du noch hast, hast du doch gar nicht nötig. Wie lange hast du eigentlich noch Urlaub? Mensch, mach bloß keinen Quatsch. Verstehe ich nicht, wenn du doch nun wenigstens irgendeiner meiner Vorschläge... Wir könnten doch... Ich lese neuerdings ziemlich viel von Kierkegaard. Später mal musst du unbedingt Dostojewski lesen. Und zwar, wenn du in Russland bist. Da wird dir eine Menge aufgehen. Die Mentalität und so weiter. Natürlich glaube ich nicht an Gott. Der übliche Schwindel, das Volk zu verdummen. Die einzige, an die ich glaube, ist die Jungfrau Maria. Deshalb werde ich auch nicht heiraten. Könnte direkt Tulla sein. Auf der Linie 5 könnte sie aber sein. Tulla, mit der solltest du es mal probieren. Hast doch gehört, dass ich nicht heiraten werde. Das würde dich auf andere Gedanken bringen. Wer bringt mich dann wieder auf andere Gedanken? Die Jungfrau Maria natürlich. Und wenn sie beleidigt ist? Wenn du willst, werde ich morgen früh bei Gusewski ministrieren. Abgemacht. Wie lange hast du eigentlich noch Urlaub? Mein Zug fuhr vor 4,5 Stunden und wird jetzt, wenn nichts dazwischen kommt, kurz vor Madrid sein.
Idiot, was willst du denn noch hier? Mach, dass du nach Hochstrich auf die Frontleitstelle kommst. Lass dir was einfallen wegen Urlaubsüberschreitung und so. Ich will damit nichts zu tun haben. Die werden dich ja nicht gleich beißen. War doll gestern mit der kleinen Pokriefke. Hätte ich nicht gedacht. Die ist ganz anders, als sie tut. Also ehrlich gesagt, wegen der will ich nicht mehr raus. Hab ja schließlich meinen Teil erledigt, oder? Ich werde einen Antrag stellen. Können mich ja nach Großboschpol als Ausbilder abschieben. Sollen doch mal andere die Schnauze hinhalten. Nicht, dass ich Angst habe. Ich habe einfach genug. Kannst du das verstehen? So, wegen der Pokrivka also. Die war aber gar nicht. Die fährt Linie 2 nach Oliver und nicht Linie 5. Das weiß hier jeder. Schiss hast du, das kann ich gut verstehen. Methulla, das kannst du ruhig glauben. Aber ihr zu Hause, Elsenstraße. Ihre Mutter guckt weg. Du hast recht. Ich will nicht mehr. Vielleicht habe ich auch Angst. Vorhin vor der Messe, da hatte ich welche. Jetzt ist schon besser. Denk, du glaubst nie an Gott oder sowas. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Na schön, Schwamm drüber. Und was jetzt? Kapier doch! In der Osterzeile kann ich nicht bleiben. Wenn die nicht schon da sind, dauert's auf keinen Fall lange. Sag mal, kann ich nicht bei euch im Keller? Für ein paar Tage bloß. Krieg ich sonst wo unter. Ihr habt doch Verwandte auf dem Land. Oder bei Prokrivkes im Holzschuppen der Tischlerei von ihrem Onkel. Oder auf dem Wrack. Lass mal, danke für Backobst. Wart hier eine halbe Stunde. Du musst unbedingt Proviant mitnehmen, sonst hältst du das nicht lange aus auf dem Wrack. Tag, wir wollen für Joachim eine kleine Feier veranstalten. Trinkbares haben wir genug, aber falls wir Hunger bekommen. Kommen Sie rein. Ich werde euch was holen. Wer kocht für euch? Habt ihr Mädchen bei? Das war der Vater von Joachim. War ein feiner Mann. Und der Heizer Labuda auch. Bis sie 34 nahe bei Dirschau verunglückten. Sein Vater konnte gerade noch das Schlimmste verhüten. Dafür bekam er nachträglich auch eine Medaille. Also der Joachim hat auch viel von ihm. Wenn ihr essen wollt vom Schmalzfleisch, müsst ihr es ein bisschen warm machen. Ist sonst zu mächtig und bleibt auf dem Magen liegen. Du wirst dir noch einen Magen verderben. Bei euch zu Hause haben sie schon zweimal nach dir gefragt. Waren welche in Zivil. So, und meine Mutter? Ahnt sie was? Deine Mutter war nicht da, nur deine Tante. Wird einkaufen gewesen sein. Glaube kaum. Dann war sie bei Schierkes und hat bügeln geholfen. War sie auch nicht, leider. Willst du ein paar Stachelbeeren? Abgeholt wurde sie nach Hochstries. Wolltest dir ja eigentlich nicht sagen. Nicht schwimmen. Nun fang jetzt keine Geschichten an. Wirklich nicht. Ich habe Bauchschmerzen. Die verdammten Stachelbeeren. Dann geh hinter die Netze. Ich klaue uns hier inzwischen einen Kahn.
man davon? Hätte mir einer vorher sagen. Wegen so einem Quatsch. Dabei hätte ich wirklich einen guten Vortrag. Hätte mit Beschreibung des Richtaufsatzes, dann nur Hohlraumgranaten, Maybach-Motoren und so weiter. Musste als Ladeschütze mal raus und Bolzen nachschauen, auch bei Beschuss. Hätte aber nicht nur über mich, wollte über meinen Vater und Labuda. Hätte ganz kurz das Eisenbahnunglück vor Dirschau und meinen Vater durch persönlichen Einsatz. Und dass ich am Richtaufsatz immer an meinen Vater war nicht mal versorgt, Alter. Dank dir auch für die Kerzen damals. Eine, die dem unverletzlichen Glanze durch Fürsprache teilhaftig werde, liebreiche, gnadenreiche. Jawohl! Denn gleich mein erster Einsatz nördlich Kurskatt bewiesen. Und mitten im Schlamassel, als bei Orel der Gegenangriff. Und wie im August an der Forstquelle Jungfrau. Alle lachten. Und den Divisionsfahrer schickten sie mir auf den Hals. Aber dann brachten wir die Front zum Stehen. Leider wurde ich zum Mittelabschnitt versetzt. Sonst wäre bei Kharkov nicht so schnell. Prompt! Bei Krosten erschien sie mir wieder, als wir das 59. Korps. Dabei hatte sie nie das Kind, immer das Bild. Wissen Sie, Herr Oberstudienrat, das hängt bei uns auf dem Korridor, neben dem Schuhputzsäckchen. Und das hielt sie nicht vor der Brust, sondern tiefer. Ganz deutlich hatte ich die Lokomotive drin. Musste nur zwischen meinen Vater und den Heizer Laboda halten. 400, direkter Beschuss. Hast ja gesehen, Pilenz. Ich spreche die Dinger mal zwischen Turm und Wanne an. Das lüftet ganz schön. Nein, gesprochen hat sie nicht, Herr Oberstudienrat. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, mit mir muss sie nicht sprechen. Beweise? Sage ja, hielt das Bild. Oder in der Mathematik, wenn Sie unterrichten und davon ausgehen, dass sich parallele Linien im Unendlichen berühren, ergibt sich, das müssen Sie auch zugeben, so etwas wie Transzendenz. Und so war es auch in der Bereitstellung östlich Kasatin. Am 3. Weihnachtstag übrigens. Sie bewegte sich von links gegen das Waldstück in Marschgeschwindigkeit 35. Musste nur draufhalten, draufhalten, drauf! Mach mal Linksverschläge, Pilenz, wir kommen vom Kahn ab. Mach schon, ich muss nach Hause. Na schön. Reisende soll man nicht aufhalten. Der Pott übrigens. Ja, der neben dem Tanker liegt ziemlich tief. Wetten, dass das ein Schwede ist? Den rudern wir, damit du Bescheid weißt, heute noch an. Und zwar sobald es dunkelt. Sieh zu, dass du gegen 9 Uhr anlegst. Das werde ich wohl noch verlangen können, oder? Nun mach doch endlich, ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Nun mach doch, mach doch. Ja, ja, die Tulla. Ein Luder, kann ich dir sagen. Und meine Tante. Eins muss man ihr erlassen. Mit meinem Vater hat sie sich immer gut verstanden. Vergiss nicht die Büchsen. Wie viel Tonnen hat das argentinische Schlachtschiff Moreno? Geschwindigkeit in Knoten? Wie stark ist die Wasserlinie gepanzert?
Baujahr? Umgebaut wann? Wie viel 15,2 di Vittorio Veneto? Nimmst du alle Büchsen auf einmal mit runter? Mal sehen. Vergiss nicht den Büchsenöffner. Da liegt er. Du sorgst für mich wie eine Mutter. Ich würde jetzt langsam in den Keller. Ja doch. Das Zeug wird ganz schön vergammelt sein. Hauptsache, das Feuerzeug macht noch mit. Du sollst ja nicht überwintern. Das Ding da würde ich nicht wegschmeißen. Vielleicht kannst du es drüben als Andenken verkloppen, man weiß nie. Nicht mal so kalt, wie ich dachte. Schätze, Wasser 17, Luft 19. Ist nach dem Regen immer so. Naja, dann werde ich mal. Also, bis heute Abend. Komm wieder hoch, Mensch. Du hast den Büchsenöffner vergessen. Du, den Büchsenöffner. Mensch, komm wieder hoch. Büchsenöffner, 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 Büchsenöffner,